Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Damals ging es mehr ums Überleben. Heute wollen wir leben, aber verharren immer noch in diesen Ahnengeschichten, im Schmerz der Ahnen. Wir übernehmen die Muster, die Handlung, die Loyalität von unseren Ahnen. Kinder, Arbeit, Haushalt, sonst noch was. War bei meiner Mutter so, war bei ihrer Mutter so und wahrscheinlich bei ihrer Mutter auch so. Und ich bin auch so, weil ich möchte dazugehören. Das Wichtigste ist, die Wahrheit über sich zu erfahren, ist sehr schmerzhaft. Denn die Wahrheit über einem selbst muss mir nicht gefallen. Das ist ein Prozess, weil es auch mit sehr viel Verlust zu tun hat. Um weiterzukommen, musst du Dinge loslassen. Willkommen bei The Oliver Schirach Show, einem Podcast, der die mystischen Seiten des Lebens erforscht. Von Spiritualität und Astrologie bis hin zu Heilungen, indigenem Wissen und persönlicher Transformation. Dieser Podcast ist für suchende, alte Seelen und neugierige Geister, die wissen, dass es mehr im Leben gibt, als was wir sehen. In jeder Folge spreche ich mit Bewusstseinserkundern, die ihre Geschichten, Werkzeuge und Einsichten mit uns teilen, um euch zu helfen, mit eurem authentischen Selbst in Verbindung zu treten. Bleibe neugierig, bleibe offen und folge weiter dem Weg zurück zu deinem authentischen Selbst. Also, somit lass uns jetzt den heutigen Gast begrüßen. Los geht's, liebe Zuhörer von der Oliver Schirach Show, wieder mal auf Deutsch und wieder mal mit der Irene Gonsior. Und wir hatten kürzlich ein Interview mit der Irene über ihren Werdegang mit der Geisterwelt und dem Spirituellen. Und das ist die zweite Episode mit Irene. Und dieses Mal gehen wir etwas darauf ein, weil eine Zuhörerin Nachrichten auf YouTube geschrieben hat, wie sehr sie dieses Interview gestärkt hat in ihrem eigenen Werdegang und Erinnerungen an ihren Werdegang hervorgebracht hat. Und dann hat sie auch noch eine E-Mail geschrieben, was etwas viel länger war und mit Fragen um das Ahnenthema. Und da haben die Irene und ich gesagt, okay, machen wir ein zweites Interview und gehen ein bisschen mehr auf das Thema und Ahnencodes ein, weil du auch, Irene, dann zurückgeschrieben hast, in deinem Coaching, wo du drin bist, in deinem Team, war da auch was mit Ahnenthema. Also, willkommen zurück in der Oliver Schirach Show. Hallöchen, Hallöchen, ich freue mich mega, hier zu sein. Wow, wie überraschend. Also ich habe mich sehr gefreut über das Feedback, über die Nachricht. Haben wir uns beide sehr gefreut und dass das Thema so inspirierend ist. Nicht nur für mich durfte ich hiermit auch mitnehmen und bin super, super dankbar dafür, auch wieder hier zu sein und das Thema noch ein bisschen mehr zu vertiefen und vielleicht nicht nur zu vertiefen, sondern vielleicht viel mehr aufzudecken. Ja, zu helfen. Und es hat mich auch überrascht, dass wir wirklich sehr tiefe Antwort bekommen haben zu Mhm. unserem Gespräch. Nicht einfach tolles Gespräch oder nicht so toll oder was auch immer, sondern wirklich persönlich. Und ja, also wir müssen dich jetzt nicht mal vorstellen. Das haben wir in der ersten Episode gemacht. Also Leute, falls ihr mehr über Irene zuerst wissen wollt, woher sie kommt, was sie so als Kind erlebt hat, wieso hat sie mit Geistern gearbeitet und mit dem Übernatürlichen, dann zur ersten Episode. Ich hoffe, ich mache dann irgendeinen Klick hier oder da oder irgendwo. Also sicher am Ende des Videos werde ich dazu verlinken und auch in den Shownotes. Da könnt ihr zuerst jetzt das erste Interview anhören oder ansonsten bleibt ihr einfach hier. Was wir genau besprechen werden, nebst dem Ahnencode-Thema, das finden wir raus. Alles intuitiv. Plötzlich kommen da ein paar Themen, die wir gar nicht vorhergesehen hatten, wie immer bei mir. Na also wir haben hier mal 5 Fragen aufgestellt. Und die erste Frage ist, was haben Ahnen mit meinem Leben zu tun, also oder mit eurem Leben?
Was kannst du dazu sagen, liebe Irene? Also das Erste, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, würde es unsere Ahnen nicht geben, würden wir hier nicht sitzen. Also das ist schon mal das Einfachste, weil das Wort Ahnen für viele auch so ein bisschen beängstigend klingt. Was sind überhaupt Ahnen? Ahnen sind alle, von denen in unserer DNA Informationen abgespeichert sind. Alle, die vor mir gelebt haben, alle, die mit mir blutsverwandt sind. Das sind die Großeltern, die Urgroßeltern und weiter. Und in der Arbeit mit Ahnen können wir auf jeden Fall bis zu 7 Generationen zurückgehen. Und so arbeite ich auch, dass ich ziemlich weit zurückgehe in die Ahnenreihe, um dort Blockaden und Verstrickungen, negative Dynamiken zu lösen. So, das ist schon mal ein anderes Thema. Ich weiche immer ein bisschen ab, ne? Aber was sind unsere Ahnen? Unsere Ahnen sind die, die vor uns da waren, dank denen wir hier sind, ja? Und die haben auch eigenes Leben gelebt und wir leben ein anderes Leben, ja? Unsere Ahnen geben uns auch einen sogenannten Erbe mit, ja? Wir bekommen Erbe. Positives oder weniger Positives, ja? Wir bekommen Leid mit oder wir bekommen aber auch stärkende Dinge mit, die uns weiter im Leben bringen. Genau, das sind unsere Ahnen, alle, die vor uns da waren. Und die haben eine sehr, sehr große Wirkung auf unser Leben, weil durch eigene Erfahrungen können sie uns stagnieren, unseren Werdegang, oder durch eigene Erfahrungen uns stärken. Und unsere Ahnen waren sehr stark, weil die haben in einer ganz anderen Zeit gelebt und sie auch ziemlich gut gemeistert. Zumindest alles dafür getan, dass wir da sind. Und das ist schon viel. Ja, genau. Dabei kommt mir gerade in den Sinn, eben, die haben in einer anderen Zeit gelebt, 7 Generationen. Also meine Eltern kenne ich, dann ihre Eltern und zum Teil noch Großeltern. Das heißt, das sind 3 Generationen. Und dann geht er noch, du sagst 7 Generationen zurück. Das heißt, das wäre jetzt in meinem Fall, das war 1800, dann, das ist ja dann irgendwo 1700 was. Das sind über 128 Menschen. Über. Über 128. Ja, wie ist das? Ja, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dann nicht links und rechts gehe. Das sind ja noch Cousinen und so weiter und Nee, aber die nur kommen ja nicht rein. Eltern. Das ist alles direkt Blutslinie, oder? Ja, guck mal, ich habe Eltern, sind 2. Meine Eltern haben auch jeder ein Elternpaar und deren auch. Ja, und so geht das so. Wupp. Das ist dann wie so, wir sind die Spitze und dann geht so auf. Ja, sieht man nicht auf der Kamera, aber naja, das geht so auf. So wie das hinter mir. Das sind auch 7 Generationen. Gut, eine hat sich jetzt versteckt, weil die war ein bisschen zu groß, aber das sind auch 7 Generationen, ja. Zum Beispiel 7 Omas. Darum die Matryoshka-7-Version, weil 7 Generationen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. In meinem Fall ist es hier genau dafür gedacht und hier bringe ich auch ganz schöne Beispiele mit dieser Holzpuppe, kennen bestimmt aus sowjetischen Zeiten vielleicht einige, diese Holzpuppen, die ineinander gehen. Und so sind wir ja auch. Wir sind ja noch ganz, ganz klein, vielleicht eine mini, winzige Eizelle, vielleicht irgendwo noch in irgendeiner Oma von uns da rumfahren. Und es entstehen, ja, es sind Generationen und ich bin die kleinste von allen. Zu dem Thema kommen wir bestimmt auch, wo ich dann erzähle, oder ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass wie die Energie fließt. Die Energie fließt immer von oben runter, nicht umgekehrt. Wie ein Wasserfall ist unsere Energie. Es geht immer auf den, also der Kleinste bekommt, also immer runter, runter, runter. Ja, und so ist auch unsere Generation. Und wir äh, brechen den Fluss, wenn wir an der falschen Position plötzlich in der
im Fluss sind. Aha. Was Ja. heißt das? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich diese offenen Drähte schon wieder zusammenkriege. Das heißt, wenn wir im falschen Fluss sind, Mhm. dann was heißt das? Wie machen wir Ich das? möchte dir das genau hier zeigen. Darf ich das? Das ist ja ganz gut. Ja, wie gesagt, jetzt zeige ich das, mein Sohn. Das bin ich zum Beispiel, nur ich. Ja, Meine Mutter, ihre Mutter. Alles von meiner Mutter, die Mütter. ja. Ja, Oma, Uroma und so weiter. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich hier hin muss, am Platz von meiner Mutter, dann ist hier ein Bruch. Es entsteht ein Bruch. Die Energie kann nicht fließen, sondern die fällt hier runter und blockiert und kann nicht weiter, weil hier geht es ja wieder hoch. Aha, also wenn du jetzt anstelle deiner Großmutter agierst, dann geht Genau, die Energie nicht zu deiner Mutter und nicht wirklich zu dir. genau. Und hier sind wir schon zum Beispiel bei Systemischen. Wenn ich jetzt anfange, meine Mutter zu belehren und ihr sagen, wie sie zu leben hat, dann stelle ich mich als ihre Tochter an die Position ihrer eigenen Mutter. Aha, sehr interessant. Ja, und das funktioniert nicht, weil ich bin jünger. Ich kann nicht meine Mutter belehren. Also Ja, da muss ich dann ist aufpassen. die Energie nicht, weil dann stagniert's. Dann bin ich an der falschen Stelle, an der falschen Position. Okay, da muss ich aufpassen, wenn ich mit meinen Eltern spreche, Ja, eigentlich. nicht belehren. Aber wie kann man den Eltern helfen, die Augen zu öffnen für irgendwelche Probleme oder Mhm. Blockaden, die sie selber haben, die man Mhm. als Sohn vielleicht sieht oder Tochter? Mhm. Darf ich ehrlich sein und Ja, ja, eine logisch. klare Antwort sagen? Es geht dich als Sohn nichts an. Ganz klar. Weil die Eltern, es kann sein, weißt du, ich muss vielleicht das so sagen, wir leben hier in einer ganz anderen Zeit. Wir haben Internet, wir haben KI, wir haben mega viel Information aus vielen, vielen verschiedenen Quellen. Das hatten unsere Eltern alles nicht. Und dennoch haben sie uns alles gegeben, was sie konnten, aus allem, was sie wissen. Intuitiv und Wissen und von Gesprächen und von Erfahrungen und alles. Wenn ich aber anfange, sage, oh, ich bin ja jetzt super gebildet, ich habe jetzt hier die Ausbildung gemacht, ich weiß, wie das System funktioniert, ich weiß, wie das Universum funktioniert. So, Mama, setzen, ich werde dir jetzt alles beibringen. Wo ist meine Mutter dann? In der Kindesposition. Und ich bin die Mutter. Und das kann schon nicht funktionieren, weil dann geht's, meine Mutter verteidigt dann ihr, ihr Platz im System, in der Reihenfolge und ich versuche ihr was beizubringen. Aber Küken lehren die Hühner nicht. Das ist so ein cooler Sprichwort, ich weiß, ich glaube sogar auf dem Russischen kenne ich das, Und wie weil heißt das auf Russisch? ähm, Яйца курицу не учат. Jajca Weil hier kuricę gibt's so, nauczyć. Яйца sind Eier. Eier lehren die Henne nicht, aber ich sage, Küken lehren die Henne nicht. Das ist jetzt, ich habe 2 Kinder. Wenn mein Sohn jetzt kommt und sagt, ach Mama, weißt du was, du weißt ja gar nichts und guck mal, ich zeig dir das jetzt und fängt an, mich zu belehren. Also, Moment, alles gut. Ja, also hier darf man schon unterscheiden. Wir dürfen, auch wenn wir merken, dass unsere Eltern möglicherweise irgendwas machen könnten, man kann das anschneiden, aber keinesfalls sagen, ich organisiere dir da jetzt einen Termin, weil du musst das machen und du musst unbedingt das machen und dieses Buch musst du lesen und diese Serien musst du schauen und Podcast von mir und Irene musst du dir auch unbedingt anschauen, weil sind ganz wissenswerte Sachen und das musst du alles wissen. Ja, man verlässt eigenen Platz, eigene Position. Hm. Ja, und das ist hierarchisch, systemisch gesehen nicht richtig. Unsere Aufgabe als Kinder ist, den Eltern fürs Leben, was sie uns geschenkt haben, egal unter welchen Umständen, zu danken und deren
Leben und Schicksal und Entscheidung, wie sie das Leben führen möchten, einfach akzeptieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, etwas hier zu verändern an unseren Eltern. Und wenn die Eltern aber fragen und sagen: „Ich kann sehen, dass du dies oder das machst, kannst du mir sagen, was du machst?“ Dann wird man ja gefragt von den Eltern zum Ja, das Beispiel. ist aber Interesse, das kann man schon sagen. Aber nicht in diese Schiene gehen, wenn du schon, weil vielleicht wollen sie nur aus Interesse wissen, was du machst. Die wollen aber von dir keine Tipps, wie sie es machen, weil danach haben sie ja nicht gefragt. Also, man muss immer so 'n bisschen differenzieren, immer 'n bisschen vorsichtig sein. Will man nur Info oder, also, schauen, dass man Fragen beantwortet, die von Eltern kommen und nicht mehr interpretieren. Wenn sie mich schon fragt, dann kann ich jetzt hier mal 'ne Session mit ihr machen. Geht übrigens systemisch auch gar nicht. Also, ich könnte jetzt keine Session, die ich sonst mache, mit meiner Mutter machen. Geht Okay, nicht. ich das heißt jetzt nicht, dass alle, die zuhören, irgendwelche Ausbildungen speziell haben, aber das ist ja auch generell, jetzt ich weiß das in meinem Fall, weil ich habe auch etwas eben Astrologie angeschaut, Gene Keys, Human Design und so weiter und so fort, weil ich versuche herauszufinden, wieso klappt dies oder das nicht, und es hat mir doch ein paar Antworten gegeben. Das irritiert andere Leute und dann sage ich: „Ja, aber ich sehe, meine Vergangenheit hat diese Muster widerspiegelt, also macht das irgendwie Sinn anhand von Astrologie, Gene Keys, Human Design.“ Und, in Human Design heißt das, ich bin ein Projektor, das heißt, ich projiziere zurück. Das heißt, wenn Leute ich sollte nur, Hilfe geben oder Ratschläge, heißt das auf Deutsch, wenn ich spezifisch danach gefragt werde. Das heißt, gib keine Ratschläge an irgendwelche Leute, wenn du siehst, die könnten dies oder das besser machen, weil ich bin ein Projektor, das geht ziemlich schief und das stimmt auch ziemlich. Aber es ist dann immer schwierig abzusehen, werde ich energetisch gefragt, weil die Leute das nicht mit den Worten sagen können, weil sie sich schämen und ich spüre, sie möchten die Information, oder ich interpretiere das einfach von meinem Ego, weil ab und zu komme ich in Gespräche und denke: „Wieso rede ich jetzt über das mit dieser fremden Person?“ Und die Person war dann sehr dankbar. Also, sie hat mich dann so wie energetisch da gefragt. Aber das heißt, ist ja dasselbe wie du sagst. Also, nicht Ratschläge geben, die du nicht gefragt wurdest. Also, wenn du A gefragt wirst, antworte auf A und nicht auf B und C. Genau. Manchmal im Gespräch, wenn ich jetzt meine Kurse leite, ich bereite mich vor. Also, zuerst verbinde ich mich mit meiner Gruppe, fühle mal rein, was ist das Thema. In der Regel ist es so, dass die Themen, also, die Struktur steht ja, ja, die Themen sind vorgegeben, aber manchmal spricht auch das Feld so laut und die begegnen, also, mir begegnen dann am Tag, wo wir zum Beispiel 'n Kursabend haben, immer wieder dieselben Themen. Zum Beispiel, es kommen Menschen und wollen über ein bestimmtes Thema sprechen. Dann kommt jemand anderes und es kommt wieder zum gleichen Thema. Ja, also es führt sich so zu einem. Und dann ist es klar, okay, das Universum spricht mit mir, weil offensichtlich ist dieses Thema im Moment im Feld, also ist wichtig. So, klar, natürlich, wenn ich Kurs leite, dann bin ich in einer ganz anderen Position, wie wenn ich Tochter bin. Das ist klar, ja? Weil hier bin ich dann auch, ähm, mir fällt immer so dieses Wort, nicht höher als die andere, aber ich bin in 'ner anderen Position, ja? Also, weil ich den Leuten was erzähle, was beibringe vielleicht, ja, in 'ner ganz anderen Position. Okay, und hier ist es dann, du sprichst einfach aus dem Feld Mhm. und plötzlich sagt dann jemand: „Wow, das war jetzt echt heute mein Thema.“ Weil das Feld, du eröffnest das natürlich und dann spricht das mit dir. Das ist das eine. Wenn ich jetzt mit meinen Eltern spreche, ich kann schon sagen: „Hey, das und das, was macht das mit dir zum Beispiel? Ist das für dich in Ordnung so, wie es ist, oder eben eher nicht?“ Und wenn es in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Seinen eigenen Willen hat und auch diese Willensfreiheit hat. Jeder kann für sich entscheiden. Mir muss
und darf und soll auch nicht jede Entscheidung gefallen. Aber ich muss es akzeptieren, weil es ist jedem seine eigene Entscheidung. Möglicherweise gefallen meine Entscheidungen anderen Leuten auch nicht. Aber Ja, ich möchte durch die auch nicht kritisiert werden, weil es ist meine Entscheidung. ja, sehr wahrscheinlich nicht. Das ist logisch. Das ist das generelle ich hatte jetzt auch einen kleinen Kollaps mit einer Kollegin, wo ich geholfen habe und dann hat sie mich irgendwie angegriffen, dass mein Facebook-Profilbild, zu unprofessionell ist und ich würde das ja nie in meinem Lebenslauf verwenden und ich werde ja mit ihr assoziiert, weil sie ein Geschäft hat und ich so: „Also, erst einmal brauchst du ja soziale Medien gar nicht. Du hast sogar TikTok nach einer halben Stunde wieder gelöscht, weil zu viel Pornografie und Sexualität gezeigt wurde, aber du hast ja gar nichts gesucht. Und und auf deinem Facebook und LinkedIn, da steht nichts. Also, lass mich doch sein. Ähm, ja, wo will ich hin damit? Aber das ist ja das eben, ich kann ihr auch nicht sagen, was sie tun soll. Äh, Ja, und ich aber habe genau, ich mhm, weiß, sie hat Angst, gesehen zu werden. Wenn sie mhm. zu viel schreibt oder postet auf LinkedIn, Facebook et cetera, dann wird sie ja gesehen und Leute können das ja vielleicht negativ beurteilen. Wie du sagst, du weißt ja nie, wie Leute das aufnehmen. Und du hast immer, egal was du denkst, was du machst, wie du auftrittst, Leute, die das gutheißen und Leute, die das nicht gutheißen. Also, Und eine kurze Sache möchte ich dazu ergänzen. Das ist nämlich ganz interessant, so wie du sagst, dein Konflikt heute mit deiner Kollegin. Wenn jemand kommt und dich kritisiert, weil bei dir dein Profilbild so ist und das nicht so ist und das nicht so ist, dann redet derjenige eigentlich über sich selbst und gar nicht über dich, weil das ist, weißt du, an irgendjemanden musst du diesen Druck ablassen. Aber eigentlich geht es um einen selbst. Und sehr, sehr schade, dass die Menschen das gar nicht wissen. Die machen das ja unbewusst. Die denken, die fühlt sich durch dein Profilbild getriggert oder deine Aktionen, das, was sie dir jetzt vorgeworfen hat. Aber eigentlich Trigger entstehen immer hier drin, bei einem selbst. ja, Und deswegen auch an alle Leute da draußen. Ihr müsst wirklich klar entscheiden, ist es wirklich mein Thema oder versucht da jemand seinen Müll bei mir abzuladen? Und davor muss man sich einfach schützen. Ganz ja, das anfangen zu streiten. Es bringt aber nichts, das Streiten und Diskutieren oder einem was beweisen. Wenn du meinst, dann ist es so. Danke, auf Wiedersehen. Gar nicht drauf eingehen. Bringt ja, nichts. ja, nein, bringt nichts. Aber das ist ja, wie soll man sagen, das ist die Weisheit. Ich dachte immer als Kind, wenn Leute alt werden, dann sind sie weise. Und oft sehe ich das gar nicht in alten Leuten heutzutage und ich denke, Weisheit ist ja eben zu verstehen, man spiegelt sich. Also Ja. eben, wenn man getriggert wird, das heißt, man spiegelt sich zurück. Daher, man sieht sich selber in einer anderen Person, anderen Situation und fühlt, das geht nicht, und so weiter. Das kann auch positiv sein, Sachen, die man selber nicht macht. Ähm, ja, Potenziale kannst du so entdecken, deine eigenen Potenziale und Talente. ja, Sachen, die einem wirklich Durch Freude. Neid. Ja, genau, Neid oder Freude, ja, Neid oder Mhm. man freut sich sehr darüber. Ähm, Mhm. und das zeigt, also, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die sind 20, 24 Jahre alt und die verstehen das. Aber dann trifft man auch 80-Jährige an und die verstehen das nicht. Ähm, Ja, weil weißt du, ich denke, heute beschäftigen sich sehr, sehr viele Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind heute so, so viel weiter als eine 80-Jährige. Aber die hatten ganz andere Erfahrungen in anderen Sphären gemacht, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie kann man so leben oder überleben? Und damals ging es mehr ums Überleben. Heute wollen wir leben, aber verharren immer noch in diesen Ahnengeschichten, im Schmerz der Ahnen. Jetzt ist Bildschirm kurz weg gewesen, okay.
im Schmerz der Ahnen. Genau. Ja, aber dann wir haben ja das ganze Gespräch soweit angefangen mit der Frage: „Was haben Ahnen mit meinem, also mit unserem Leben zu tun?“ Also, du hast schon gesagt, das ist die direkte Blutlinie, die Gene, hm, die Erlebnisse, ob es das Traumas sind oder gute Sachen. Ähm, aber wie beeinflusst uns das? Wie merkt man: „Okay, da ist eine Ahnengeschichte hier, die wir bearbeiten müssen?“ Mhm. Äh, wie siehst du das in deiner Arbeit, Praxis? Mhm. Also, ich sehe sehr, sehr viele Momente, wo zu mir Menschen kommen, überwiegend Frauen, muss ich dazu sagen, beschäftigen sich mehr Frauen damit, die kommen und sagen, „Ich fühle mich, egal was ich mache, ich bin nicht genug.“ Oder ich habe das Gefühl, ich muss überleben. Eben, das ist das wieder. Überleben. Oder ich habe das Gefühl, ich muss immer machen. Ich muss. Es gibt kein Ich will, sondern ich muss. Und es gibt so gewisse Dinge, die wir von unseren Ahnen eben übernehmen, mitnehmen. Aus Loyalität, auch Traumas, schwere Erlebnisse. Zum Beispiel, wenn jetzt viel Gewalt war, und es war sehr viel Gewalt, körperliche, psychische, physische, sexuelle Gewalt. Wir sind alle Nachkriegskinder. Ja, wir sind alle Kriegsenkel. Und das, was damals passiert ist und auch in der 7. oder 6. Generation passiert ist immer noch in unserem System gespeichert, in unseren Genen, in unseren Zellen, in unserer Blutlaufbahn. Das ist einfach immer noch da in unserem Körper und er hält es fest, weil es sehr viel Angst macht, in den Schmerz zu gehen, das anzuschauen. Und im heutigen Leben kann ich das natürlich so merken, dass ich zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Sexualität nehmen, dass ich Angst habe, mich zu binden, Angst habe vor Nähe, Angst habe vor Intimität zum Beispiel, was ich auch schon gehört habe, naja, Augen zu und durch. Es gibt kein Vergnügen, ja, alles, es geschieht und fertig. Aber das geht ja noch viel, viel tiefer. Und so sind es viele, viele, viele verschiedene Gründe. Vielleicht haben die Zuschauer ganz andere Sachen, wo die sagen, ich weiß genau, dass ich fühle so, aber mir ist niemals sowas passiert, irgendwie, dass es auslösen konnte. Und Und das sind dann das Erbe unserer Ahnen in diesem Sinne, dass wir das Negative mitgenommen haben, weil irgendwann, musst du so sehen, irgendwann ist jemand da, der sagt, okay, stopp, jetzt arbeite ich dran und wir tragen das nicht mehr weiter. Generation von Generation von Generation. Weil das Feld, das Universum, schickt dir auch diese Menschen, die dich immer wieder daran erinnern werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Intimität bleiben, das Universum wird dir immer wieder Menschen schicken, Männer oder Frauen, die dich immer wieder genau so haben wollen, wie du bist. Die wollen, dass du die Augen zumachst und dann ist durch und dann ist gut. Die werden immer Spaß haben. Du nicht. Solange du nicht verstehst und sagst, stopp, das ist nicht meins. Ich wende das. Und wenn wir dann ins System eintauchen, in das Unterbewusstsein und gehen dahin zurück und lösen das dort, wird dir im Leben das nicht mehr begegnen. Ändert sich dein Feld. Okay. Das habe ich auch von Greg Braden gehört und anderen,
diesen metaphysischen Typen, dass wir diese Zyklen haben, die kommen immer wieder. Und bei Greg Braden, er sagt, das verkürzt sich, diese Zyklen, Ja, bis es fast jeden Tag passiert, ja. bis man sieht, ei, das ist hier. Also viel hört man halt auch Alkoholismus oder Pädophilie oder häusliche Gewalt. Und dass dann eine Person, Frau, Mann, sagt, Schluss, alle in meiner Familie sind Alkoholiker, nicht mehr. Mhm. Mit mir hört Aber es. da muss man was tun. Ja, nur sagen, okay, ich verlasse dich. Andere ist sicher auch Alkoholiker, 100%. Ja, also es reicht nicht, jemanden zu verlassen. Nein, nein, also ist selbst, dass die ganze Familie Alkoholiker ist, aber selbst wehrt man sich dagegen und wird eben nicht Alkoholiker. Oder man war Alkoholiker und dann bricht man aus diesem Zyklus raus und dann sieht man, über die letzten 3, 4, 5 Generationen weiß ich, das waren alles Alkoholiker oder die haben Alkohol geschmuggelt oder keine Ahnung was. Und man selber wird dann clean und baut wie eine neue Familienlinie auf. Das meine ich. Dass dann die Kinder auch nicht in dieses Muster fallen. Weißt du, hinterm Alkohol oder Alkoholismus steht so viel, was uns wirklich gar nicht bewusst ist. Es ist nicht nur die Flasche Schnaps. Die Frage ist, warum? Warum macht man das? Früher hat man das gemacht, um zu überleben, sonst würde man verrückt werden. Heute hast du Therapeuten. Kannst du zum Therapeuten gehen. Früher war Flasche Schnaps dein Therapeut. Zum Entspannen, zum einfach sich entspannen, zum Druck ablassen. Und oft ist es ja so, Alkohol getrunken, entspannt, also das System entspannt sich, das hält nicht mehr. Und alles, weißt du, es hat alles zwei Seiten, diese Medaille. Und alles, was im System gespeichert ist, musst du dir vorstellen, das geht unkontrolliert raus. Die ganze Aggression, dann sind wir bei der häuslichen Gewalt, beim Schlagen, beim Vergewaltigen, beim Misshandeln, bei allem, allem, allem. Und daran, so gesehen, global gesehen, ist nicht Alkohol schuld, sondern die Umstände, die dazu geführt haben, sich so zu entladen. Das war aber damals so. Und heute können wir das alles, mein Lieblingswort, ökologisch regeln. Wir können zum Therapeuten gehen. Wir können einen Boxsack aufhängen. Wir können anders entspannen, entspannte Musik hören. Wir können joggen gehen. Wir haben Tools. In der heutigen Zeit, wir leben hier, ich darf einfach mal sagen, in der besten Zeit, wo wir uns gewaltfrei entfalten können und aber nichts in uns halten müssen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade heute, muss ich sagen, ist mir wieder so ein Punkt begegnet, wo jemand traurig war und geweint hat und ein anderer hat gesagt, es ist doch nichts passiert, warum bist denn du traurig? Und da musste ich auch eingreifen und fragen, das weißt du nicht. Was bei dieser Person jetzt gerade ist, gesehen haben wir nichts, es ist eigentlich nichts passiert. Aber das System ist so überlastet, dass es einfach, diese Emotion muss irgendwie so gelebt werden. Und diese Person hat sich entschieden, das auszuweinen, auszudrücken, traurig zu sein. Und dann hat mich die Person gefragt, darf ich denn wirklich nicht traurig sein? Sag ich doch. Darfst du sein. Du musst nur verstehen, warum bist du traurig. Ja, das Warum. Da komme ich gerade zur nächsten Frage, die wir haben hier, ist, woher kommen dann diese Blockaden und diese Muster in unserem Leben? Die Muster, ich würde sie auch anders nennen, Loyalitäten. Loyalitäten waren schon immer da. Wir Menschen, wir sind so Rudeltiere. Also wir leben in einer Gesellschaft. Ja, wir sind keine Einzelgänger. Und
Loyal bin ich zum Beispiel meinem Freund gegenüber, damit er mein Freund bleibt. Das Äußere bestimmt uns, unsere Umgebung bestimmt uns. Und wenn ich jetzt 5 Freunde habe, die gut drauf sind, bin ich die 6., die gut drauf ist. Wenn ich jetzt 5 Freunde habe, die klauen, bin ich die 6., die klaut. Weil wir wollen irgendwie dazugehören, zusammen sein. Wenn ich plötzlich jemand anders bin oder was anderes mache, wie die klauen, ich sage dann plötzlich, ich klaue nicht, dann gehöre ich nicht dazu. Da werde ich ausgestoßen. Und so ist es in unserer Ahnengeschichte genau das Gleiche. Wir übernehmen die Muster, die Handlung, die Loyalität von unseren Ahnen. Meine Oma war schon so, meine Mutter war schon so. Gerade in der Frauenlinie ist es zum Beispiel alles auf sich packen und nach vorne. Kinder, Arbeit, Haushalt, sonst noch was, keine Ahnung. Und das mitschleifen. War bei meiner Mutter so, war bei ihrer Mutter so und wahrscheinlich bei ihrer Mutter auch so. Und ich bin auch so, weil ich möchte dazugehören. Und wir übernehmen gute Muster, die uns nach vorne bringen, wie zum Beispiel ähm, fleißig sein, gut kochen, kreativ, ja, das habe ich dann auch von jemandem geerbt, ja, diese kreative Ader, ja, wo man sich entfalten kann und musizieren, das ist auch so von Erben mitgegeben, ja. Dann gibt's zum Beispiel also ich weiß, mein Opa hat Musik gemacht, mein Vater hat Musik gemacht, meine Tante macht Musik, mein anderer Opa hat Musik gemacht, ich habe Musik gemacht, meine Kinder machen beide Musik. Weißt du, das ist nicht unbedingt Loyalität, aber das ist zum Beispiel so ein Muster. Ja, die ganze Familie musiziert, sind Musikanten. So, und manchmal übernehmen wir diese Loyalitäten, die nicht zu uns passen, aber wir wollen dazugehören. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter mitleide, weil sie irgendwie ein Schicksal erlebt habe, dann will ich ihr nur damit zeigen, dass ich zu ihr stehe, dass ich zu ihr gehöre. Weil wenn ich sage, Mama, ich will nicht mit dir leiden, ich leide nicht mit dir, laufe ich ja Gefahr, dass sie sagt, na ja, du bist ja keine gute Tochter, ciao. Zum Beispiel. Aber unser System ist darauf ausgeprägt, dass wir mitgehen. So wie wir lernen, so übernehmen wir das. Aus der Handlung nehmen wir das mit, nicht aus den Worten. Zum Beispiel, wenn einer raucht und während dem Rauchen sagt, Rauchen ist ungesund, du solltest nicht rauchen. Was wird man machen? Rauchen, weil Mama oder Papa zeigen es vor. Zum Beispiel, so eine kleine. Aber wobei, das immer wieder bei der Abhängigkeit, das ist das gleiche wie Alkohol. Man versucht immer was damit zu verbergen. Genau. Und Blockaden sind zum Beispiel Dinge, die wir jetzt anders machen wollen. Zum Beispiel Businessaufbau. Aber meine Familie, in meinem System, in meinen Ahnengeschichten, gibt es keine Geschäftsleute oder die waren Räuber oder wurden beraubt oder denen wurden Mittel weggenommen, Häuser, Geld, keine Ahnung, gab's ja alles, Enteignungen, gab's ja alles. Und mein System weiß, wenn du erfolgreich wirst, wenn du Geld kriegst, wenn du berühmt wirst, löst du Gefahr. Dann blockiert das System. Es wird alles dazu tun, damit du nicht erfolgreich wirst, damit man dich nicht sieht, damit du nicht zu viel Geld hast, nur so, dass es gerade so reicht. Nicht zu viel. Es ist gefährlich. Und das ist dann eine Blockade. Das System blockiert. Und da gehen wir dann auch in den Kursen schon, aber mehr 1:1 dann intensiv in das System rein, schauen uns das an und lösen diese Blöcke. Okay. Ja, die kommen von den alten Mustern, ja, was die unseren Ahnen gelebt haben. Äh,
Du hast irgendwie erwähnt, was zu uns gehört oder nicht zu uns gehört, dass wir auch diese Muster übernehmen oder Blockaden. Wie wissen wir, was gehört zu uns? Das bin ich. Das ist ja auch ein Teil meines Podcasts, eben das From Depression to Expression, also von der Depression in die Expression zu gehen, in das authentische Selbst. Weil man hat ja diese Muster, aber die gehören ja nicht einem. Also wie findet man das heraus? Wie werde ich mehr authentisch, mehr ich selbst? Also auch die Zuhörer natürlich. Weißt du, das Wichtigste ist, die Wahrheit über sich zu erfahren, ist sehr schmerzhaft. Und das ist echt ein Prozess. Denn die Wahrheit über einem selbst muss nicht immer, muss mir nicht gefallen. Oder vielleicht gefällt sie mir gar nicht, ja? Ähm, in meinen Kursen reden wir sehr, sehr viel darüber, dass wir mit vielen, vielen Beispielen, an denen wir arbeiten, ist es denn mein Thema oder ist es Thema Loyalität, Muster oder hat man mir das eingeprägt, zum Beispiel alleine in der Kindheit. Man muss leise sein, man darf dich nicht zu sehr hören, muss anständig sein, du sollst nicht so viel Wahrheit sagen, das ist unbequem, ja? So, allen gefallen. Und deine Wahrheit kannst du leben, wenn du sagst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Wenn du jetzt mit jemandem in Gespräch bist und das strengt dich an, und du weißt genau, dass diese Person dir gegenüber irgendwas erzählt, was gar nicht stimmig ist. Und du musst nicht super geübt sein, um das zu fühlen. Das spürst du. Das spürst du. Du musst nur ein bisschen so minim reinhorchen. Und dann wirst du schon merken. Und da kann man auch sagen, ey, stopp. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du mir das erzählst, weil ich spüre, das ist nicht die Wahrheit. Ich sag dir, wenn das stimmt, die Person wird mit dir, entweder wird dir keine Lügen mehr erzählen oder wird überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du die Wahrheit gesagt hast. Und aber auch die Wahrheit zu sich selbst. Etwas zu tun, was du wirklich möchtest. Und das herauszufinden, braucht es Zeit. Kannst jetzt nicht sitzen und sagen, ja, möchte ich das dann oder nicht? Möchte ich jetzt essen oder esse ich, weil alle mitessen jetzt? Aber Hunger habe ich eigentlich nicht, aber das sieht ja schon lecker aus. Und der schmatzt ja dann so laut, das muss ja wohl schmecken. Also esse ich. Da hast du dich ja schon beschissen. Da hast dich ja schon angelogen. Weil eigentlich hast du ja keinen Hunger. Aber du machst es trotzdem. Oder du hast einen anstrengenden Tag, ein Kollege ruft an, ey, komm, wir gehen in die Bar. Nee, ich bin müde. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Mama, Mimose, komm jetzt mit. Ja? In dem Moment sagst du, naja, gut, okay, machst du deinem Kumpel was Gutes, dir selber schadest du aber, weil dein System will sich ausruhen. Und dann gehst du wieder über dich hinweg und sagst, na gut, okay, dann gehe ich halt mal mit für eine Stunde. Aus einer Stunde werden es meistens 3. Dann ist es so. Aber die innere Wahrheit zu sich zu finden, ist wirklich ein Weg. Das ist ein Prozess, weil es auch mit sehr viel Verlust zu tun hat. Man muss auch was loslassen. Auf dem Weg immer. Um weiterzukommen, musst du Dinge loslassen. Okay, das tönt sehr stark nach einem meiner ersten oder also frühen Interviews, die ich hatte. Der liebe Mann, der Kedrich Olsen, kommt mir da in den Sinn. Vielleicht hat ihr das vorher schon gehört, aber er hat gesagt, durch das mehr authentisch werden oder mehr auf sich selber zu hören, hat er ziemlich alle Kollegen verloren. Ziemlich jeden, weil er ging dann, ihn interessiert das Wikinger-Zeugs, also die Runen und die Geschichte der Wikinger und halt die Geisteswelt und all das um die Wikinger. Und er hat gesagt, er hat so ziemlich alle Kollegen verloren. Hat Ja. aber dann, das war ein Prozess, ich weiß nicht mehr, 5 Jahre oder so war er ziemlich alleine und dann plötzlich, weil er immer mehr für sich gesprochen hat und das gemacht hat, was für ihn stimmig war, kamen dann viele neue Leute dazu und er sagt, das ist das Netzwerk und die gemeinschaftlichen Aktivitäten sind viel sinnvoller und
haben viel mehr Wert für ihn als vorher. Genau. Aber es, Qualitativer, ja. ja, qualitativ. Aber es hat sehr viel Schmerz gekostet. Ja. Ja, um etwas um Platz für was Neues zu schaffen, musst du erst mal was Altes abgeben. Ja, bevor du neue Klamotten in den Schrank hängst, wo gar kein Platz ist, musst du erst mal was wegschaffen. Und ich kann nur von mir reden, zum Beispiel, das befreit. Das befreit, wenn du wirklich innerlich anfängst, zu dir zu stehen und sagst: „Die ganze Zeit bin ich dahin gegangen, obwohl mir diese oberflächlichen Gespräche oder Gespräche über andere Menschen herziehen oder nichts gebracht haben, bin ich immer wieder hin und das hat mein System verstört. Und seit ich angefangen habe, so wirklich konsequent da dran auch zu bleiben und zu sagen: „Ne, das war jetzt ich versuche es, aber schauen wir mal“, aber ich merke und dann gehe ich. Ich muss dann den Raum verlassen. Ich muss dann einfach gehen, weil das hält mein System nicht aus. Und man wird auch empfindlicher, empfindsamer, sobald du anfängst, dich selbst zu schätzen. Und das hat wieder was mit dem Selbstwert zu tun. Bin ich es mir wert, irgendeinen Scheiß anzuhören? Entschuldigung. Bin ich es mir wert, über jemand anderen mir den Kopf zu zerbrechen oder nehme ich lieber diese Zeit qualitativ für mich? Gehe in die Meditation, lege Karten, mache schöne Musik, lese ein schönes Buch, was mich interessiert, beschäftige mich mit mir oder gehe ich in irgendeine Gesellschaft, von der ich nichts habe. Und nichts habe bedeutet nicht, dass man keine Ahnung, was kann man sich vorstellen, was kann man haben, aber das einen innerlich nicht auffüllt. Vielleicht ist es so besser. Diese oberflächlichen Gespräche, die interessieren mich nicht. Das haben wir, glaube ich, schon beim ersten Podcast verstanden. Ja, aber wenn ich das kurz zusammenfasse, sich selber eben zu wissen, was einem zu einem gehört, heißt zu sagen, also jetzt mal ganz einfach gesagt, habe ich wirklich Hunger? Aber auf der anderen Seite, man kann ja auch Lust haben. Dann kann man immer noch essen, weil irgendwie es lustet einen. Aber einfach anfangen zu sagen: „Okay, ich habe mir vorgenommen, vielleicht jetzt esse ich weniger Zucker und jetzt habe ich heute Morgen schon Süßes gegessen, jetzt schon wieder. Okay, ich bin mir gegenüber ehrlich, nein. Obwohl, das sieht jetzt wirklich gut aus, sogar besser als das, was ich am Morgen hatte.“ Oder zu sagen: „Ich bin müde, ich gehe jetzt nicht mit den Kollegen raus“, oder ich komme später, sage: „Ich brauche Zeit für mich, ich rufe noch mal an, wenn ich mich besser fühle“, und wirklich die Grenzen abdecken oder sagen: „Nein, ich habe keine Lust mehr, mit dir in den Ausgang zu gehen oder mit dir zusammenzuarbeiten oder dir zu helfen, weil ich fühle mich leer nachher.“ Also, das war auch jetzt in meinem Fall so. Ich habe dieser Frau geholfen, dieser Kollegin, aber irgendwie habe ich keine Veränderung gesehen und irgendwie war ich einfach jedes Mal, als ich geholfen habe, habe ich mich wie leer gefühlt, weil ich dachte: „Es bringt nichts. Mhm. Ich brauche die Zeit, ich bekomme ein bisschen Geld aber ich fühle mich selber nicht, ich komme nicht weiter.“ Also war das eigentlich im Endeffekt, das Universum hat mir dann gezeigt: „Okay, jetzt es muss klopfen“, sagen wir in der Schweiz. Es hat geklopft. Ja, es hat geknöpft, ja. Sagt man's auch auf Deutsch? Ja, ja. Ähm, ähm, und ich bin nicht wütend auf sie. Ich bin einfach: „Okay, ich sehe, sie sieht's nicht.“ Ich habe es versucht zu erklären, dass all das, was sie über andere erzählt, das nur 'n Spiegel ist. Aber eben, das heißt, je mehr man das macht, desto näher kommt man an sich selber ran und desto eher fühlt man, wird feinfühliger für das, was für einen stimmig ist. Ja, Desto näher kommt man an sich selbst. Habe ich das so ja, richtig irgendwie versucht absolut, zusammenzufassen? absolut. Also, es ist aber auch so wichtig, dass wir achtsam zu sich sind, wirklich achtsam zu sich sind und wissen, was uns gut tut und was nicht. Welches Essen uns gut tut. Du hast ja jetzt die besten Erfahrungen durch Indien, ja? Du weißt sicher,
was tut meinem Körper gut, was gibt meinem Körper Energie, auch mir selbst Energie im Alltag. Ich stehe auf, was machst du? Klar, man kann aufstehen, Wecker in die Ecke schmeißen, zu der Zigarette rennen, schon auf Terrasse oder sich nochmal einen Kaffee rauslassen und 3 Stück hintereinander inhalieren. Oder man steht auf und holt erstmal Luft und checkt erstmal, bin ich denn schon wach? Bin ich denn überhaupt da? Lang, fässt sich an, begrüßt sich selber mal. Das ist Wertschätzung sich selbst gegenüber. Guten Hm. Morgen, schöner Tag. Weißt du, so vielleicht mh, einfach achtsamer auch in den Tag starten. Vielleicht auch mal 10 Minuten eher aufstehen, um einfach mal vielleicht eine energetische Übung zu machen. Ähm, Vielleicht einfach mal sich zu berühren und um sich selbst zu spüren, ja? Paar Atemübungen zu machen, paar Dehnübungen zu machen. Einfach mal sich wahrnehmen: „Hey, ich bin da.“ Und so wie ich mich halt am Morgen früh einstelle, auf mich einstelle, so gehe ich auch durch den Tag. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen äh, ich habe so verschiedene Rituale und die mache ich so blockweise morgens. Jeden Morgen trinke ich ein Glas Zitronenwasser, also Wasser mit Zitrone, und lade das Wasser auf mit allem, was ich mir für den Tag wünsche. Und ihr glaubt es nicht, es ist wirklich Magic, es ist Wahnsinn, was passiert. Macht das mal. Einfach nur mal aufstehen morgens. Erstmal gerade im Schlafanzug, ich gehe runter, ein Glas Wasser, paar Zitronenscheiben rein, zerquetscht sie vielleicht da drin und dann einfach mal die Hände erstmal elektrisieren oder magnetisieren, aneinander reiben, ans Herz, tief durchatmen und du spürst ja, wie die Energie aus den Händen geht und dann einfach um das Glas rum. Ich habe da, glaube ich, auch sogar ein Video dazu. Um das Glas rum und dann spürst du, wie das schwingt. Das spürst du einfach, wie das alles schwingt und du kannst dir überlegen, mit was möchtest du es aufladen? Mit Harmonie, mit Liebe, mit schönen Begegnungen, mit tiefen Gesprächen, vielleicht mit Menschen, die ein Wort von dir nur haben möchten oder die vielleicht dich brauchen. Es passieren Wunder, das ist unglaublich. Unglaublich. Das ist und dann trinkst du das und genießt einfach dieses Wasser und lässt das wirklich in dich rein. Alles, was du ja, was du dir wünschst für dich, das ist toll. Ja, das ist absolut eben. Also alles, was du hier Morgenroutine erwähnt hast, sich selber finden. Ich sage mir jeden Tag, okay, jetzt dehnst du am Morgen und du nimmst es locker und dann stehe ich auf, Alarm, ach je. Und dann 10 Minuten, ich mache dann immer 10 Minuten, wie sagt man, auf Pause stellen und dann sitze ich Ja. hin und meditiere. Einfach versuche, den Körper zu spüren. Aber eben das mit dem Körper berühren oder zu dehnen und richtig einatmen, das ist halt schon eine gute Hilfe. Und das habe ich Wirklich, in Indien weil gesehen. ja, sich einfach mal lösen, mal bewegen, Schultern, Wirbelsäule bisschen, gerade so Becken kreisen, weil gerade Becken, das ist so Zentrum, da sind alle Emotionen und sehr oft ist unser Becken so steif. Und da einfach mal kreisen, mal fühlen, was passiert. Zwickt irgendwo, bin ich ausgeglichen, bin ich nicht? Und dann wirklich sich mal ein bisschen ausbalancieren. Das ist Genau. Super. Also schon mal ein Tipp hier mitten im Gespräch. Das müssen wir fast rausnehmen als extra Clip. ja. Und dann gehen wir mal weiter mit unseren Fragen. Also bisher kommen da richtig tolle Sachen raus. Warum zweifeln wir denn so oft an uns selbst? Ja, das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Frage, weil wir den inneren Halt oftmals gar nicht haben. Und das ist zum Beispiel jetzt, das ist auch ein sehr, sehr tiefes Thema, vielleicht auch sogar Elternthema, auch
Eltern-Großeltern-Thema und auch gesellschaftlich natürlich, spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Aber wenn wir jetzt einfach das mal aus familiären Sicht das anschauen. Ähm, Angenommen, wenn zum Beispiel meine Eltern mich in meinen Vorhaben nicht so unterstützt haben, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe oder wie ich es vielleicht erwartet habe. Dass sie mich nicht unterstützt haben und noch mehr haben sie mich dafür kritisiert. Oder meine Wünsche vielleicht gar nicht ernst genommen und auch so abgewogen, ach du schon wieder mit deinen Ideen. Dann zerbricht etwas in einem Kind. Wir sind ja alle Kinder. Bis heute haben wir diesen Kindheitsanteil in uns. Und auch wenn heute im Erwachsenenalter jemand dich so abwertend behandelt, dann springt dieses Programm an. Dann fängst du an, wirklich an dir zu zweifeln. Bin ich denn wirklich so? Kann ich denn das wirklich nicht? Aber der Ursprung von dem Ganzen, die Wurzel, die liegt sehr tief in unserer Kindheit. Ganz, ganz tief. Wir Kinder, wir zweifeln als erstes immer an uns selbst. Mit mir stimmt etwas nicht, wenn Eltern streiten, wenn Eltern weggehen, wenn Eltern sich trennen sogar, ja. Wir denken immer, mit mir stimmt etwas nicht und die machen das wegen mir. Weil die Kinder wollen immer dazugehören und die werden alles Mögliche dafür tun, sogar sich opfern. Sowieso. Und die werden immer Schuld bei sich suchen. Und wenn ich das als Kind nicht gelernt habe, diesen Halt nie gehabt habe, gehe ich genauso durchs Leben und zweifle einfach alles an. Ob ich was kann oder nicht kann, ich weiß nicht, ob ich kann, ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung, allein in Urlaub gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich ein Geschäft aufmachen kann. Ich weiß nicht, ob ich selbstständig werden kann, weil jeder hat mir das abgewunken. Keine Zeit für dich. Was für eine komische Idee und. Du hattest diesen Halt nicht. Es war niemand da, der gesagt hat, hey, also weißt du was, du kannst ja alles schaffen und ich werde dich dabei unterstützen. Wer hat das wirklich so gehört? So unsere Generation. Kaum jemand. Dafür war nicht mal die Zeit. Nicht mal die Zeit. Und ich höre oft von meiner Mama, wenn sie sieht, wir sind 3 Schwestern und wir haben alle Kinder, und wenn sie sieht, wie viel Zeit wir mit unseren Kindern verbringen, muss ich ehrlich sagen, jetzt werde ich ein bisschen sentimental, spüre ich den Schmerz meiner Mutter ganz deutlich, wie sehr sie das auch für sich so gewünscht hatte oder hätte, so viel Zeit, wie wir jetzt wie ich mit meinen Kindern, meine Schwester mit ihren Kindern verbringen, dass sie auch so viel Zeit hätte für uns. Und das sagt sie uns. Wie viel Schmerz und Treue, Reue und Traurigkeit dahinter ist in ihren Augen, dass sie das uns nicht geben konnte. Und das ist wieder dann eine andere Generation. Wir stärken die Kinder. Wir sagen, ja, du kannst alles haben. Verein dieses, Hobby jenes. Willst du Musik? Kannst du Musik? Willst du Fußball? Kannst du Fußball? Ich kannte das nicht. Was? Hobby? Keine Zeit, ich muss arbeiten gehen. Oder sowas haben wir nicht. Ja. Aber Das ist so krank. jetzt in deinem Fall auch. Du bist ja von Russland nach Deutschland ausgewandert. Das heißt, deine Mutter sieht die Schwestern, ihr seid alle in Deutschland, Ja, also ja. am Mhm. Bodensee, alle um den Wir Bodensee sind alle herum. zusammen. Mhm. Also Sind ihr alle seid nicht zu weit weg, nicht in zusammen. ganz Deutschland verstreut. Nee, nee, Äh, nee. aber das ist ja auch wieder etwas anderes, von Russland ausgewandert zu sein in ein neues Land, wie jemand, der in seinem Land bleibt vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Okay. Ja, es war nur etwas, das kam, aber du Ja, arbeitest. ja, das ist berechtigt. Also, sehr interessant. Wir sind gespannt, was sie uns schreibt, weil das wäre jetzt wirklich interessant, ob da tatsächlich einen Unterschied gibt.
nach meiner Erfahrung habe ich das so noch nicht getroffen. Ja, ja. Du arbeitest auch mit Leuten über diese Themen und Ja. Code. Sehr gut. Also eben, warum zweifeln wir uns? Geht es wieder zurück in die Kindheit. Und ich sehe es selbst bei mir und auch bei meinen Kindern. Ich habe vieles falsch gemacht, wo ich sage, ich war nicht der Vater, der ich sein wollte, weil und das habe ich jetzt in einem Podcast oder in einem Gespräch mitbekommen, gehört. Und das hat mich ziemlich getroffen, dass ich mich selbst verliere, wenn ich in einer Beziehung bin oder mit anderen Leuten. Oder das hast du auch angeschnitten heute. Das heißt, zu Hause, ich bin aufgewachsen mit Musik im Haus. Mein Vater, meine Mutter, Schallplatten, Kassettenplayer oder Radio, das ist gelaufen. Auch auf der Arbeit in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dazu mal, da war ein Radio, ein Sender, nicht 7 verschiedene Sender, aber ein Sender. Und dann komme ich nach Dänemark und dann, nein, das geht nicht und da kann man sich nicht konzentrieren. Und ich so, was geht ab? Ich bin mich das gewohnt, dass da Musik ist. Mhm. Und dann zu Hause, als die Kinder kamen, ich wollte eigentlich Musik hören, damit die Kinder auch mit Musik aufwachsen. Und dann hatten wir einen Kollegen, der kam immer und ja, man kann ja nicht miteinander reden, wenn da Musik ist. Das ist ja zu laut und das geht nicht. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, auch nachdem ich geschieden war und alleine zu Hause, dass der Radio läuft immer weniger. Ich weiß auch nicht, also Radio oder einfach CDs, Musik, aber vielleicht liegt es auch daran mit dem also mit dem Persönlichkeitswachstum, spirituellen Interesse, dass man mehr Ruhe möchte automatisch. Aber auch da habe ich einfach gemerkt, Radio wurde abgeschaltet, sobald er kam. Oder ich war am Trainieren, irgendwelche Fitnesstrainings zu Hause oder Stretching, nicht unbedingt Yoga, aber ich habe vielleicht gestretcht für meine Hüfte und so weiter. Und da habe ich das immer wie abgeschaltet. Immer jetzt, oh nein, jetzt kommt jemand, da kann man nicht. Und ich habe das wirklich gemerkt, dass ich mich wie Aha. zurückgezogen habe. Oder eben auch mit den Kindern. Da waren wirklich ein paar Sachen mit den Mhm. Kindern, wo ich wusste, wir müssen dies so oder so machen, habe mich aber dann meiner Ex-Frau unterworfen, Mhm. um den Haussegen Jawohl. zu halten. Aber Ja. innerlich hat sich ich wusste, es ist falsch. Aber weil ich nach mehrmaligem Überreden Mhm. versuchen und erklären versuchen, hat es geheißen: „Nein." Und dann habe ich halt gesagt: „Okay, dann nicht." Und ich fühle mich Mhm. fast ein bisschen schlecht meinen Kindern gegenüber, vor allem meinem Sohn. Ähm, ja, daran kann man arbeiten. Du musst an deinem Halt arbeiten, weil wenn du deinen Zentrum, dein Stift, deinen Stamm oder ja, findest und bei dir, dann kannst du das auch an deinen Sohn weitergeben. Hab nicht ein schlechtes Gewissen. Du hast alles gemacht, was in diesem Moment möglich war. Anders wär's doch gar nicht gegangen. Hättest du es anders gekonnt, hättest du es anders gemacht. Aber in diesem Moment hast du alles richtig gemacht. Und ich mag gerne sagen, bereue nicht, was du gemacht hast. Bereue, was du noch nicht gemacht hast. Ja, ja, da öffnen wir eine andere Schublade. Mhm, Was will ich überhaupt? Aber, genau. lassen wir das mal hier. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ahnenthema zu tun hat, sonst kannst du das gerne weiterführen, Ne, wir können weitermachen. weil für mich hat das ich weiß nicht, es ist sehr interessantes Thema, aber ich weiß nicht, wenn wir beim Ahnenthemen bleiben wollen, ob wir Ja, da wir bleiben beim Ahnenthema. Wir sehen es also, hier. Sonst vielleicht gleiten wir wieder in verschiedenen Richtungen, weißt du, das ist so wie über die Ufer. ja, ja, die Wasser, okay. Jetzt, weil du in Deutschland bist, denke ich, okay, die Wasser sind des Öfteren übers Ufer gestiegen in den letzten 10, 20 Jahren, aber lassen wir das, auch wieder ein anderes Thema. Ähm, du hast ja auch, angesprochen, dass wir dieses Thema, ansprechen können. Also, was passiert denn eigentlich, wenn wir den Kontakt zu unseren Eltern, abbrechen oder schlecht über sie sprechen? Das ist auch so etwas, das du angesprochen hast.
Das können wir auch noch anschauen. Was sagst du dazu? Also dieses Thema, das liegt mir so am Herzen und ich hoffe sehr, dass so viele Menschen sich dessen bewusst werden, dass wir einfach unsere Wurzeln nicht verleugnen können. Wir sind nicht aus Luft und Liebe entstanden, uns hat auch nicht der Storch gebracht. Also unsere Eltern haben etwas getan und dann sind wir zustande gekommen. Und wir bestehen zu 100% aus Mama und Papa. Das ist wie ein Kreis. Wir sind ein Kreis. Und dann haben wir eine Hälfte. Zum Beispiel, also jetzt systemisch gesehen, energetisch gesehen, eine Hälfte, die rechte ist zum Beispiel Papa-Seite oder männliche Seite und die linke ist die weibliche Seite, ja, in uns. Und wenn wir uns selbst als Ganzes, als ein Kreis nehmen, malen wir einfach mal einen Kreis, teilen das mit einem Strich dazwischen. Angenommen sage ich, boah, also mein Vater, der war so und so, so ein Taugenix. Also der ist einfach nix. Schwarz anmalen die Hälfte. Wir vergessen nicht, dass dieser Kreis wir selbst sind. Schwarz anmalen. Und dann, aber meine Mutter, also die, also so wie es nie will ich auch nicht leben. Die hat sich ja alles gefallen lassen. Auch anmalen. Aus diesem Kreis, wir haben alles ausgemalt, alles schwarz. Was sind wir? Wo sind wir? Weg. Schwarz. Ich kann nicht, wenn ich über meine Eltern schimpfe, rede ich gleichzeitig auch von mir. Und unsere Aufgabe ist einfach als Kinder, unsere Eltern so anzunehmen, wie die einfach sind. Sei ein besserer Elternteil für dich selbst. Diese Anteile haben wir alle in uns. Wir haben Anteil Mama, Anteil Papa, ein Anteil Kind. So, jetzt hängt die Zunge schon langsam. Und alles, wir können uns alles selber geben. Was uns aber frustriert, sind Ansprüche. Ansprüche an die Eltern. Sie hätten doch so machen sollen. Hätten sie es können, hätten sie es sicher getan. Aus irgendeinem Grund haben sie genau so gelebt haben, wie sie gelebt haben und haben versucht, dir, mir, uns allen das Beste zu geben aus dem, was sie hatten. Die hatten doch gar nichts. Wenn ich meine Eltern angucke, das wissen wir jetzt, dass ich nach Deutschland, ich war fast 14. Ich werde euch mal sagen, wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Wir hatten 6 Taschen. Wir waren 5 Leute. Wir hatten nichts. 6 Taschen, nichts mehr. Ja, soll ich das meinen Eltern jetzt als Vorwurf halten? Du hast damals mein Kleid nicht mitgenommen, mein Lieblingskleid. Zum Beispiel, du hast zu wenig Hausaufgaben mit mir gemacht. Sie hat Geld verdient. Sie wollte sich hier ihrer Erfahrung nach oder ihres Wissens nach, war für sie klar, Geld zum Überleben. So war das damals. Heute weiß sie, okay, ich hätte vielleicht eine Reinigungsstelle weniger machen sollen und mehr mit euch sein sollen. Aber es war so. Es war so. Unsere Aufgabe ist anzunehmen. Und sobald wir es annehmen, das ist auch wieder so ein großes Thema. Und in den Kursen und den Einzelsessions gehen wir da so tief rein. Da spüren wir es richtig, wie das ist, wenn beide Eltern hinter einem stehen und die Energie von den Eltern, von den Ahnen in uns fließt. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und unsere Aufgabe, um das Ganze mal abzurunden, ist einfach das Leben und die Entscheidungen der Eltern zu akzeptieren, ohne es zu bewerten. Punkt. Die haben alles getan, damit du leben kannst. Alles.
Und hätten sie mehr tun können, hätten sie es auch getan. Mir persönlich, in meiner ganzen Entwicklung, in meiner ganzen Arbeit, hat diese Annahme, diese Akzeptanz so viel geholfen. Und das ist nicht nur, dass ich weiß, dass es so ist, sondern das erstreckt sich wirklich über persönliche Grenzen. Das ist wie so eine Welle, diese komplette, und bei dir fällt so viel ab, wenn du nur sagst, ja, ich bin das Ergebnis aus den beiden. Ich bestehe aus den beiden und aus über 128 mehr, aber aus den beiden und den beiden verdanke ich mein Leben. Und das dürfen wir niemals vergessen. Dieses Thema berührt mich immer ganz, ganz tief, weil ich sehe so oft und höre das so oft, wie die Kinder über die Eltern schimpfen, verabscheuen. Ich habe Kontakt abgebrochen und das kann mir gestohlen bleiben. Und um das ein bisschen schmackhafter zu machen und zu erweitern, müssen wir wissen, dass wir aus verschiedenen Energien agieren und funktionieren. Ich habe vorhin schon gesagt, rechte Seite ist männliche Seite, linke Seite ist weibliche Seite, das sind auch Energien. Und diese Energien sind für gewisse Dinge in unserem Leben, in unserer Entwicklung, in unserem Weiterkommen verantwortlich. Zum Beispiel Vaterenergie, männliche Energie, ist verantwortlich für unser Geldfluss. Lehne ich denn ab? Ja, glaubst du, werde ich denn erfolgreich? Niemals, weil ich nehme das ja gar nicht an. Diese Ahnenkraft nehme ich ja gar nicht mal an, weil ich immer irgendwelche Vorwürfe oder Ansprüche habe. Für was? Die haben Kriege überlebt. Die haben gehungert, damit du hier sitzen kannst und uns zuhören kannst. Die haben ums Überleben gekämpft zum Teil. Dann sollten wir doch dankbar sein, dass wir diese Gelegenheit haben, in dieser Zeit so viel leichter zu leben. Ja, jetzt, wenn du sagst, väterliche, männliche Seite, ich sehe nur mein Vater und mein Großvater, die hatten auch Probleme mit Geld. Na klar, weil das geht so viel tiefer rein, bis zu 7 Generationen. Das heißt, jetzt, wie gesagt, ich kenne noch meinen Urgroßvater, den habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht, ich Mhm. war 5, 8, 10 Jahre alt, irgendwie da. Seine Frau, meine Urgroßmutter, da war ich, glaube 16 oder 18, als sie gestorben ist. Von dem her, die kenne ich noch besser und bewusst als meinen Urgroßvater. Da war ich einfach zu klein. Schluss dafür Man wäre muss es sie nicht. nicht kennen. Wir Eben, müssen unsere Ahnen nicht kennen. wie geht man dann im ersten Interview haben wir ja darüber gesprochen, dass du, wie war das, in deiner Ahnenlinie, also dein Onkel, also der Bruder Mein deiner Mutter, Uropa, war 'n Räuber oder irgendwie so ja, etwas. Und dann der hat dein Onkel hat wie diese Energien musste dafür bezahlen, irgendwie mehr oder ausgleichen, weniger ja. oder ausgleichen. Aber wie ist es, wenn man jetzt selber sagt: „Okay, das kann nicht sein. Ich habe also in meinem Fall, ich rede jetzt von mir, studiert“, weil ich dachte: „Okay, wenn ich studiere, dann habe ich 'n gutes Ausbildung, dann sollte ich 'nen guten Job haben, der etwas Verantwortung hat, gut bezahlt ist, mehr Freiheiten bietet.“ Mhm. Okay, habe gearbeitet, wurde entlassen. Okay, dann mache ich noch mal 'n Studium in Dänemark, weil ich bin ja in Dänemark, dann habe ich bessere Aussichten. Ging auch nicht. Ich habe einfach 'n großes Darlehen, das ich zurückzahlen muss. Okay, dann mache ich Handwerk. Aber da konnte ich auch nichts zahlen. Da fragt man sich ja: „Okay, was geht hier?“ Habe ich irgend 'n Karma, weil in einem alten Leben habe ich was Dummes gemacht und das muss ich jetzt ausgleichen? Oder ist da was in meiner Ahnenlinie? Wie sieht das dann aus, du hast geschrieben Thema Ahnencode. Ist Mhm. das mit Familienaufstellung gleichzusetzen oder ist da Mhm. was der Unterschied zu Familienaufstellungen?
Also jetzt haben wir sicher auch Zuhörer, die sagen, was ist jetzt eine Familienaufstellung? Was ist jetzt eben, ist es das gleiche Unterschied und was ist eine Familienaufstellung? Also Oder, Familienaufstellung im klassischen Sinne ist das nicht. okay. Nicht unbedingt. Also, ja, das kann man jetzt so und so sagen. Ich sage jetzt einfach Familienaufstellung, also zu mir kommen Personen mit konkreten Sachen. Die sagen, zum Beispiel, du sagst, okay, studier zweimal, irgendwie muss ich jetzt Kredit abzahlen. Also das Kredit ist Schulden, also es kann sein, dass du vielleicht Schuld für jemanden sogar abzahlst. Kann auch sein. Ganz kurz dazwischen muss ich noch sagen, dass unser Universum alles ausbalanciert. Und wenn ich in mein Leben nicht in Balance bringe, geben und nehmen, werden wir das über Ahnen bezahlen. Das heißt, wenn unsere Ahnen jemanden oder etwas schuldig geblieben sind, werden wir das ausbezahlen. Wenn zum Beispiel mein Uropa da die Kutschen ausgeraubt hat, hat die Leute bestohlen, ist meine Aufgabe zum Beispiel, könnte sein, aber das hat mein Onkel jetzt freundlicherweise übernommen, hat er mit Geld, mit Gesundheit, mit Beziehungen alles bezahlt. Es wird alles ausgeglichen. Deswegen, Leute, zahlt eure Schulden in jeder Form auf jeden Fall selbst. Bleibt für eure Kinder und Nachkommen weniger. So, jetzt hilf mir nochmal mit der Frage. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das war eben das Ahnencode, ob das Familienaufstellung ist oder nicht, oder was ist Genau, der Unterschied und was ist dann, wenn es einen Unterschied hat, was ist dann Familienaufstellung für die Leute, die das nicht kennen? genau. Also zu mir kommen, genau, jetzt ist es. Zu mir kommen Personen mit konkreten Anfragen, wie zum Beispiel Geldfluss. Ich möchte aufbauen, es funktioniert nicht, ich habe Schulden, ich komme nicht voran, der Job und das, ja, alles geht kaputt, nichts bleibt ewig. Und was wir aufstellen, wir stellen dann konkrete Anfrage und ich stelle das dann im Feld auf, im Quantenfeld. Das heißt, wir gehen in diese leichte Trance, leicht, aber wir sind bei vollem Bewusstsein. Man kann jeden Moment aufstehen und gehen. Es ist keine Hypnose, aber wir gehen in eine sehr tiefe Entspannung und gehen einfach in unser Energiefeld, ohne zu denken, nur fühlen. Über Emotionen, über den Körper, nicht über den Verstand. Und hier, wir werden es nicht glauben, ist alles da, alles gespeichert. Und wir können das mit einer konkreten Anfrage alle Antworten abrufen. Ob die im Feld sind, ob die in der Ahnenreihe sind. Wir tragen sehr, sehr viel in unserer Ahnenreihe, eigentlich so gut wie alles. Und da können wir aufstellen. Es kann sein, dass ich sage, okay, wir wollen das und das herausfinden. Was ist die Ursache dafür? Was ist die Ursache? Und das kann eine Person kommen, es kann ein Gefühl plötzlich kommen, es kann vielleicht ein Wesen auftauchen, ja, wir sind ja für alles offen und, und da sind die ganzen Lösungen. Und da ich auch auf der psychosomatischen Ebene arbeite, weiß ich, wenn jetzt der Klient sagt, oh, okay, mein Hals geht's zu oder mein Magen oder mir ist schlecht, dann weiß ich schon, in welche Richtung das geht. Was ist das? Ja, wenn einer zum Beispiel sagt, oh, mir ist so schlecht, ich muss mich gleich übergeben, dann ist es wirklich ein ganz starkes Leiden, was du für jemanden trägst. Und wenn ich Hm. dann frage, für wen, dann kommt auch die Antwort für wen. Und dann kann man dort direkt lösen. Und ich muss nicht mal diese Person zum Beispiel kennen. Wenn das jetzt ein Ahne von der 6. Generation ist, klar kenne ich niemanden von 17. Jahrhundert. Und in meiner Arbeit, da decke ich, es gibt so gewisse Heilsätze und hier decke ich dann mehrere Ebenen damit ab. Das ist dann, weißt du, man kann einen Spaten nehmen zum Graben, eine Schaufel oder so einen Bagger. Und ich gehe gleich mit dem Bagger auf Nummer sicher.
Und holen wir da bis in die Karmas, ganzen Reinkarnationen, diese Wiedergeburten. Weil es kann nämlich möglich sein, dass das, was mir angetan wurde in diesem Leben, jetzt gehen wir einfach mal von meiner Sicht aus auf das Schlimmste, von dem Schlimmsten aus. Misshandlung, körperliche, seelische, sexuelle, wird mir angetan. Und da wir ja wissen, das Universum alles ausbalanciert, auch das wird ausbalanciert. Es kann nämlich möglich sein, dass ich irgendwann in irgendwelcher Inkarnation genau die Person war, die genau das Gleiche an den anderen Menschen verübt habe. Und hier mit dieser Technik, mit dieser Methode, mit der ich arbeite, gehen wir wirklich ganz tief rein und holen das einfach raus mit den Heilsätzen, ohne zu wissen, was war da wirklich, ohne diese Bilder wirklich zu sehen, ja. Es kommt, die Erinnerung kommt. Und das System, muss man auch wissen, gibt auch nur so viel frei, wie die Psyche bereit ist zu verarbeiten. Wenn meine Psyche natürlich nicht bereit ist, keine Ahnung, welche Inkarnation zu verarbeiten, wird sie mich nicht dahin lassen. Da wird es blockieren. Aber beim nächsten Mal, das ist wie so eine Zwiebelschälen, ja, Schicht für Schicht. Und auch hier. Und das sind jetzt meine Aufstellungen im Quantumfeld. Eine klassische Familienaufstellung kenne ich jetzt. Man stellt Familienmitglieder auf und schaut, wo ist da der energetische Fluss blockiert vielleicht oder wo ist da die Verstrickung entstanden? Wie stehen die Familienmitglieder zueinander? Ja, also ich kenne jetzt Familienaufstellung in live, also in echt mit Menschen. Ja, Ja, das heißt, andere Menschen stehen für die Familienmitglieder ein. als Richtig? Stellvertreter, Ja. genau, genau. Und die bewegen sich dann auch im gewissen Rahmen, ja, im gewissen Radius, bewegen sich, stellen sich hin. Und ein erfahrener Spezialist, der sieht dann, okay, das ist Mutter, das ist Vater, das ist Kind, das ist der, das ist der. Und erfahrener Spezialist weiß, wo hat jeder einen Platz. Und davon habe ich gesprochen vorhin mit dem Platz, weil jeder hat einen Platz. Ein bekanntes System ist zum Beispiel ein Unternehmen, Chef, Angestellte, Patient. Und jeder hat eine Position. Und wenn ich als Zahnarzthelferin mich an den Stuhl setze von meinem Chef, kann ich sicher sagen, dass der Zahn nicht repariert wird, weil es nicht meine Aufgabe ist. Es ist seine Aufgabe vom Chef, der den Zahn repariert. Zum Beispiel. Meine Aufgabe ist, ihm zu assistieren. Andersrum wird es nicht funktionieren. Und im Familiensystem ist es genau gleich. Ja, es ist ein Riesenthema. Ja, wir können hier noch 2 Stunden drüber reden, aber dann geht das zum Beispiel, wenn die Energie nicht fließt, wenn es zum Beispiel ungeborene Geschwister gibt, ungeborene Kinder oder Abgestoßene oder Verleugnete oder Geheimgehaltene oder Kranke. Es gibt ja Geschichten, dass krank geborene Kinder, behinderte Kinder, krass gesagt, irgendwie, ja, entfernt entsorgt wurden, mal zu gewissen Zeit. Man hat über sowas nie gesprochen. Hey, das wirkt im System immer noch und kann uns blockieren. Mhm. Abgetriebene Kinder zum Beispiel auch. Die sind nicht wegradiert, aber die sind da. Die wirken, weil die gehören zu uns. Und es werden immer wieder gewisse Sachen passieren, zum Beispiel einfach nur, damit wir das verstehen, damit wir das annehmen, damit wir die annehmen, ja, akzeptieren, annehmen und Platz geben. Und dann fließt es wieder. Dann fließt es wieder. Die Energie fließt, es darf wieder gehen. Aus meiner ganz eigenen privaten Geschichte möchte ich nur mal kurz sagen, ich habe 2 Kinder. 2, die ich geboren habe. 3, die ich nicht geboren habe. Und somit ist mein
Erstlebender, nicht mein, also Erstgeborener ist nicht mein erstes Kind, es ist das dritte Kind. Ja, damit wir da verstehen. Und das müssen übrigens auch, falls sowas ist, auch die Kinder wissen. Meine Kinder wissen das, dass mein Sohn nicht das erste Kind ist. Der ist das Erstgeborene, aber ist nicht das erste Kind. Und wir stellen regelmäßig eine Kerze auf, wenn wir zu Opas zum Friedhof gehen. Dann gibt es auch einen Platz, wo man an alle, und da gibt es auch eine Kerze für meine Kinder, die nicht da sind, nicht bei mir sind oder nicht leben, sage ich jetzt mal so. Und meine Kinder stellen für Geschwister auf. Und das ist wichtig. Macht das. Wenn es jemanden gibt, auf den das zutrifft, macht das. Zündet eine Kerze an und nimmt sie an. Und das hilft hier enorm. Ja, also bei uns die zweite Schwangerschaft, die ging, bevor die 3 Monate vorbei waren, haben wir das Kind verloren. Ähm, aber das war auch noch interessant, weil ich hatte einen Podcast mit einem Astrologen, und er hat gesagt: „Ja, ihr wart dreimal schwanger, aber das zweite Kind wurde nie geboren.“ Ich so: „Hä?“ Ich hatte das völlig vergessen, weil wir haben jetzt nicht abgetrieben, es war, ja, war 'ne Fehlgeburt. Natürlich, es muss nicht, genau. War bei mir auch so. Und er wusste das. Er hat gesagt: „Ja, hier sehe ich das auf deiner Geburtsastrologie sehe ich, dass das Ja. zweite ähm, nicht geboren wurde.“ Ich so: „Okay.“ Und das selbst meine Mutter, also, ich dachte, ich hatte es meiner Mutter und meiner Schwester gesagt, dass wir das, ja, Fehlgeburt hatten, aber, meine Mutter hat gesagt, sie wusste davon nichts. Also, er konnte das nicht vom Internet wissen, weil nicht mal meine Mutter das sich erinnert hat. Aber ich selbst habe auch vergessen, also, ich denke, für meine Ex-Frau war das sicher schlimmer. Das ist sicher mehr im Unterbewusstsein als bei mir, aber, ja. Okay. Ich möchte gerne eine ganz kleine Übung machen. Darf ich? Haben wir noch Ja, 2 ja, Minuten? ja, 2 wir haben noch, Minuten. mein Hund ist noch nicht gekommen, um, rauszubringen. Okay. Ich habe meinem Mann gesagt, bis um 18 Uhr bin ich frei. Okay, weil dieses Thema ist für mich persönlich sehr bewegend, sehr emotional, weil es mich selbst sehr, sehr betrifft. Es ging nicht nur mir so, also in meiner Beziehung so mit den Kindern, sondern ich habe auch ungeborene Geschwister. Von einem Teil wusste ich und von einem wusste ich nicht. Und, und es kann jeder für sich zum Beispiel die Augen schließen. Machen wir mal einfach alle zusammen. Schließen einfach mal die Augen und stellen uns, je nachdem, in welcher Reihe oder mh, an welcher Stelle bist du geboren, als erstes, als zweites, als drittes, stellst du dich links neben deine Mutter, Schulter an Schulter. An die linke Schulter deiner Mutter stellst du dich, wenn du Erstgeborene bist. Wenn nicht, dann stellst du deine Geschwister in der Reihenfolge auf und fühlst hinein. Wie fühlt sich's an, wenn du da stehst, wo du stehst? Stehst du gut? Ist es für dich frei? Oder spürst du vielleicht einen Druck irgendwo im Körper? Oder hast du überhaupt das Gefühl, ich stehe hier falsch? Und dann schau einfach mal rechts und links. Wie ist der Abstand von Geschwister zu Geschwister, von dir zum nächsten oder zum vorherigen? Spür einfach, was es mit dir macht. Und wenn du das Gefühl hast, du stehst irgendwie falsch, du fühlst dich unwohl, dann stell dich dahin, wo du dich wohlfühlst. Und schau dich um. Und vielleicht kannst du unten in den Kommentaren uns mal reinschreiben, wie hast du dich gefühlt? An welcher Stelle warst du? Wie hast du dich gefühlt und wie ist es, so wie du es kennst?
weil oft wissen wir das nicht. Meistens wissen wir das nicht, dass vor oder nach uns noch jemand da war. Nicht mal wir Eltern merken es manchmal, dass es hier zu einer Fehlgeburt gekommen ist. Aber diese Energie, die wirkt. Und wenn du das durchgespürt, durchgefühlt hast, kannst du einfach sagen, ich akzeptiere und anerkenne alle meine ungeborene Geschwister oder ungeborene Kinder und gebe allen Raum. Und fühl mal, was es mit dir macht. Weil wenn es ein Thema ist, dann spürt man das. Puh, genau. Ja, sogar schon 2 Übungen hier in dieser Episode. Danke vielmals. Sehr gerne. Ja, ja, bevor du da weitergingst, dachte ich, okay, nur noch um das, Ahnencode und Familienaufstellung zu erklären. Ich habe verstanden, Ahnencode, wie du das machst. Du bist zusammen mit der Person oder auch über Distanz am Telefon oder Zoom oder so Mhm. und gehst in das Energiefeld, also Quantumfeld, Richtig, ja. um herauszufinden, was ist. Und Familienaufstellung ist eben, man hat Leute, die da wirklich dann sagen, ich habe das Problem, ich möchte dieses Problem in meinem Leben lösen. Das heißt, okay, dann ist die Mutter dabei, Vater, vielleicht Geschwister oder sonstige Familienmitglieder werden dann aufgestellt, physisch in einem Raum und dann wird das so bearbeitet. Das ist der Unterschied, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ungefähr so. Wobei die Aufstellungen mache ich, also ich arbeite viel online, ich arbeite hauptsächlich online, alle Aufstellungen mache ich online und auch die im Quantenfeld oder im Feld Aufstellungen mache ich auch online und auch, wenn es sein muss, mit Stellvertretern, weil es gibt manchmal Themen, die sind einem oder dem Klienten einfach zu schwer, aber es muss dahin geschaut werden, es muss gelöst werden. Und dann lade ich dann Stellvertreter ein, die auch für den Klienten als Stellvertreter stehen. Und dann fließt die Energie nicht mit vollem Karacho durch den Klienten durch, sondern zuerst durch den Stellvertreter und der gibt ab an den Klienten. Dann ist es etwas sanfter für den Klienten, aber die Wirkung ist nicht anders. Es ist nur emotional leichter für den Klienten, weil es nicht nochmal durchlebt. Das macht dann jemand anders für ihn. Als Medium, als Kanal wirkt es dann, genau. Bei den Stellvertretern bleibt es nicht, weil nach jeder Session reinigen wir uns und lösen uns von allen Fremdenergien, die wir jetzt gerade vertreten haben, die nicht zu uns gehören. Also von dem her ist es so gesehen ungefährlich. Also die Menschen werden hinein und hinausgeführt durch mich. Okay, also dann, du machst beides in dem Fall. Du machst Familienaufstellungen und den Ahnencode. Genau. Und du entscheidest dann in der Situation, was für dich am besten Genau. oder für den Kunden am besten funktioniert. Für den Kunden. Mhm. Okay, und du machst das eben, also auf Distanz. Und wenn du Stellvertreter hast, das heißt, das sind dann geübte Leute, die das immer Ja, wieder machen. ja. Und die sind dann auch irgendwie zu Hause, alle zusammen irgendwie über Zoom oder sonst Genau, verbunden. wir treffen uns auf der Zoom-Plattform ähm, und arbeiten so zusammen. Die Stellvertreter, die kennen die Geschichte, ähm, also die kennen den Klienten nicht, die kennen seine Geschichte nicht, die kennen nur sein Thema, mit welchem Thema der gekommen ist. Ja. Und während des Prozesses, wenn da gewisse Sachen auftauchen, dann frage ich dann erst den Klienten, ob er damit was anfangen kann, ob das ein Thema ist, ob er es kennt zum Beispiel, ja. Weil Okay. meistens bei dem Klienten kommt im Prozess auch dann die Erinnerung und klar, die Stellvertreter, die fühlen Sachen, die sagen Sachen, die sie ja nicht wissen können, die aber stimmen. Hm. Das ist eben Energiefeld, das ist schon Quantumfeld, magnetisches Feld, kann man nennen, wie man will. Hm, exotisches Quantenfeld natürlich, ja, weil
Wir wissen ja, dass es ein großes Informationsfeld gibt. Die Frage ist, wo gehst du hin? Wie tief gehst du rein? Ja, sehr gut. Ja, ich hatte diese Familienaufstellung war gerade am Anfang, bevor wir losgelegt haben, dachte ich, dass irgendwie mit diesen Fragen, da kommt noch das Familiending rein. Jetzt, du hast mir noch gesagt, etwas im System. Wie wichtig ist System im Leben? Sehr Was hast du mit dieser Frage gemeint? Das hat mich etwas verwirrt. System ist das, was ich jetzt hier mit den Holzpuppen auch erzählt habe. System, Struktur, das ist im Familienleben, ja. Zum Beispiel, Kinder sind Kinder im System, Erwachsene sind Erwachsene. Erwachsene übernehmen Verantwortung. Kinder tun das nicht. Und hier darf man auch, wenn gibt's manchmal, dass die Kinder durch die Loyalität zu den Eltern und durch die sehr, sehr große Liebe zu den Eltern sind die Kinder ja bereit, sich ja für alles zu opfern, für die Eltern. Darf man hier, wenn man merkt, dass das Kind versucht, dir einen Lösungsvorschlag zu bringen, den zu stoppen und sagen, du darfst Kind sein, ich bin groß, ich bin deine Mama, dein Papa. Wir regeln das schon, das ist nichts, was dich bewegen muss. Zum Beispiel, ein System ist ja in der Familie. Mama, Papa, Kinder, Großeltern, ja. Dann haben wir zum Beispiel ein Schulsystem. Jemand sagt was vor, die anderen führen es aus, ja. Ich kann mich nicht mit dem Lehrer messen als Kind zum Beispiel, ja. Das ist auch systemisch ja vorgegeben. Oder zum Beispiel in Betrieben, in Praxen, ja. Es kann ohne System nicht funktionieren. Das sind wie Regeln. Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden, um weniger Unfälle zu machen, damit alles fließen kann, damit es funktioniert, damit es läuft, damit wie heißt das, Zahnrad das andere greift, ja? Ein Ja, Rädchen nimmt das andere und so kann das nur laufen. Weil wenn jeder alles macht, was er will, kann das nicht funktionieren. Und in unserem Familiensystem ist es damit gemeint, ist ja genau das. Es muss geregelt sein. Wer hat welche Verantwortung? Wer hat welche Aufgabe? Ganz klar muss sein, wer ist der Erwachsene und wer ist das Kind? Das ist das Wichtigste, weil hier werden die Rollen sehr gerne verschoben. Ja, oder ja, weil manchmal haben wir irgendwelche Vorteile, wenn wir als Erwachsene in die Kindersposition uns begeben, dann gibt es irgendwelchen Vorteil für mich, warum ich hier nicht rausgehen möchte, ja? Und solche Sachen gucken wir uns zum Beispiel auch in solchen Aufstellungen an. Warum ist es für mich so, wie es gerade ist, vorteilhaft? Was habe ich davon? Welchen Vorteil habe ich davon, ja? Aber eigentlich bin ich ja an der falschen Position. Und ein System ist dazu da, um alles, was passiert, der richtige Richtung zu geben, den richtigen Fluss, damit es einfach geschmeidig und richtig läuft. Das ist ein System. So wie bei einer großen Wanduhr. Da sind ja sehr viele diese Zahnräder. Und wenn einer mhm. da rausspringt, dann geht nichts. Ist vorbei. Und somit hat jedes Zahnrädle seinen Platz. Und somit ist es ja auch irgendwie ein System von dem Ganzen. Unsere, zum Beispiel Politik, das ist ja auch irgendwie ein System, ja. Manchmal sind wir die Geber, manchmal sind wir die Nehmer, manchmal sind wir die Ausführer, aber das sind so wie, ja, Richtungsweise. Das muss einfach so sein. Anders kann es nicht sein. Ich kann mich dem System nicht widersetzen, sonst blockiert das System mich komplett. System besagt, wenn du in der Stadt geparkt hast, musst du 3 € für Parkgebühr bezahlen. Und jetzt sage ich, was? Das ist mir zu teuer. Zahle ich nicht. Gehe. Dann kriege ich einen Strafzettel. Den zahle ich auch nicht. Was passiert dann? Die lassen mich doch nicht in Ruhe. Wird doch doppelt und dreifach. Im Prinzip blockiere ich hier mein,
Meine Finanzen. Ich könnte 3 € bezahlen oder 100. Ja, macht Sinn. Wow, jetzt verstehe ich auch die Frage, die du dir selbst äh, für mich gegeben hast, weil das Ahnenthema, das kenne ich, aber ich bin nicht so tief im System drin und du hast das jetzt wirklich, also ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt wirklich schön abrunden können. Wir sind da ein bisschen nach links, nach rechts, oben runter, haben ein bisschen gestoßen, außerhalb, aber ich hoffe, das ist jetzt für die Zuhörer doch im Endeffekt ein schön abgerundetes Interview gewesen oder Konversation, und sie haben viel gelernt. Also ich habe jetzt definitiv viel gelernt und auch 2 Übungen hast du uns gegeben. Hast du jetzt noch das Gefühl, jetzt in dem Gespräch mit dem Links-Rechts-Gehen, ist da noch etwas offen für dich, dass du noch das raus will an die Öffentlichkeit? Ach, weißt du, wir könnten hier Ewigkeiten reden. Das ist sowieso mein Lieblingsthema, ja, also das ganze Systemische und Ahnen, und wir können über die Seele reden, weil hier treffen wieder 2 Sachen aufeinander, Ahnen und die Seele, ja, weil auf einer Seite haben wir, die Seele sucht sich, ihre Mission zum Inkarnieren selber aus, und da steht auch noch so viel dahinter, und dann treffen wir auf das Ahnensystem gleichzeitig, und also, vielleicht wäre das so für den nächsten Podcast noch mal, so 'ne Idee, aber das sind so Sachen, die auch wirklich sehr, sehr tief und dann für den Verständnis auch vielleicht sehr, sehr wichtig sind, ja. Aber, wir wollen ja jetzt hier nicht alles hier sprengen, ja, und, wie heißt das, Podcast 5 Stunden machen, ja. Aber ja, alles, was ich erzählt habe hier, mache ich auch sehr viel, natürlich sehr viel tiefer in meinen Kursen. Wir lernen diese Tools, wir lernen, wie wir anfangen zu fühlen, wir lernen, wie wir anfangen, uns selbst wahrzunehmen und lernen, bei sich anzukommen, ja. Selbstliebe ist in aller Munde, nur Selbstliebe wird man nicht von heute auf gleich, und das ist 'n Riesenprozess. Das sind sehr, sehr viele, Sachen, die miteinander verwoben sind und die sehr große Rolle spielen in unserem System. Ja, ich kann nicht Selbstliebe praktizieren und sagen: „Mir geht alles hier rechts, links an mir vorbei, Hauptsache ich." Dann sprechen wir schon von Ego. Ja, das sind viele so feine Sachen, die wir in meinen Kursen ausarbeiten, wo wir über den Ahnencode sehr, sehr viel lernen. Wir lösen sehr viel, in unseren Systemen schon. Zusätzlich natürlich gibt's immer die Möglichkeit, Einzelsessions zu buchen, wo wir wirklich an den individuellen Themen ganz tief in die Materie einsteigen und von dort alles lösen. Und, da lade ich alle dazu ein, sich einfach mal kurz zu melden zu einem unverbindlichen Gespräch, dass man herausfindet: „Wo stehe ich überhaupt? Was sind meine Themen? Wie kann ich dich dabei unterstützen, diese zu lösen?" Und dann gibt's noch 'ne Webseite, die man anschauen kann. Instagram könnt ihr mich, besuchen und, dort auch sich noch mehr Informationen holen. Sind jetzt auch wieder paar neuere, super aktuelle Videos raus, wo ich mich einfach nicht zurückhalten konnte, wo ich sofort erzählen musste, weil es sind so viele Missverständnisse unterwegs. Und es fällt mir schwer, einfach hinzuschauen und das auch hinzunehmen. Aber wie zu Beginn vom Podcast muss ich auch sagen, ungefragt mache ich gar nichts. Wenn man mich nach Meinung fragt, sage ich gerne, aber wenn man mir erzählt, dann frage ich: „Möchtest du was? Soll ich was sagen oder willst du dich nur auskotzen?" Und dann ist es auch in Ordnung, ja. Genau. Okay, also das heißt, du hast eben deine Kurse, welche du deinen, Schülern beibringst, diese Ahnencode anzuwenden in ihrem eigenen Leben, um dann, äh,
Praktikanten zu werden, um andere zu helfen oder nur für sich selbst? Das kann dann jeder für sich entscheiden. Im Grunde genommen, das, was ich beibringe, kann man sehr gut an sich selbst anwenden, aber auch natürlich andere Menschen unterstützen. So habe ich ja auch angefangen, dass ich erst mal angefangen habe bei mir, mit mir zu arbeiten, und übrigens die Arbeit an sich selbst hört niemals auf, weil das ist auch spannend, das macht auch Spaß, und es macht auch Spaß, sich immer leichter zu fühlen, lebendiger zu fühlen und zu verstehen: Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Ah, das ist gut, gell? Das ist gut. Keine Masken mehr, und das nehmen wir definitiv ab bei den Kursen. Wir legen alles ab, weil ich muss niemanden kopieren. Ich bin so wertvoll, wie ich bin, und das gebe ich euch allen auf den Weg. Seid wertvoll, wie ihr seid. Alle Rohdiamanten. Ja, definitiv. Das heißt, das eine ist der Kurs, den bietest du an und dann eben auch Sessionen für Leute, die dann aufgestellt werden Ja. wollen. Ähm, Wo treffen dich die Leute? Du hast Instagram erwähnt. Das Auf ist Instagram, auf Facebook, und zwar alle unter meinem Namen, Irene Gonsior, so wie man sagt, so schreibt man's, und Quantenheilung kann man noch dazu schreiben, da trifft man mich sicher. Ich denke, wir werden hier unten noch die Links machen von Webseite oder so, ne? ja, Website hast du auch? Ja, Webseite habe ich auch. Mhm. Ja. Mit Das Quanten schreiben wir alles au und die Webseite ist Irene Gonsior Quantenheilung oder ist es Quantenheilung? Ne, und nur Irene Gonsior. Nur mein Punkt. mein Vor Okay, ja, genau, weil ich habe gesagt, ich mache da ganz unkompliziert mein Name, und dann ist gut, weil im Endeffekt, ja, super. Das heißt Facebook, Instagram und Webseite Irene LinkedIn, Gonsior. TikTok, ja, Ah, YouTube noch TikTok. nicht. YouTube noch, YouTube noch ja, nicht. noch nicht, kommt Kommt dann. vielleicht. Wenn wir 5 Episoden hinter uns haben und du willst alle Clips, dann lädst du die rauf. Also, ich werde alles natürlich in die Shownotes packen, damit die Leute dich finden. Ja, super. Super, dann ich danke dir und ich danke euch Zuhören und wie gesagt, bitte hinterlasst Fragen, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, ähm, und was ihr gelernt habt, ob das euch unterstützt, wo ihr seid im Leben und so weiter. Also, mein Hund kommt gerade, Oh, das heißt, passend. passend für zum Abschluss. Also, Genau. danke vielmals fürs Zuhören und ich freue mich auf die Kommentare und die Kommunikation mit euch Zuhörern. Ganz genau. Tschüss. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte bei dir, Oliver, und auch für die Zuschauer, wenn ihr jetzt bis zum Schluss geschaut habt. Hut ab. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt und sind sehr gespannt auf Kommentare. Danke. Ciao.